Hast du dich schon mal gefragt, warum manche Themen sofort als Verschwörungstheorie abgestempelt werden, sobald jemand kritische Fragen stellt? Es wirkt fast so, als wäre dieser Begriff absichtlich erfunden worden, um jede ernsthafte Diskussion direkt abzuwürgen. Und das betrifft nicht nur die wirklich verrückten Ideen, sondern leider auch oft wichtige wissenschaftliche und gesellschaftliche Themen. Damit verhindert man, dass wir wirklich offen miteinander reden können. Ein großer Grund dafür ist, dass Regierungen und mächtige Gruppen oft gezielt bestimmen, welche Infos wir bekommen und welche nicht. Sie entscheiden, welche Wahrheiten erlaubt sind und welche Themen tabu bleiben. Indem sie Diskussionen einfach als Verschwörung abstempeln, sorgen sie dafür, dass wir gar nicht erst tiefer nachfragen oder uns kritisch damit beschäftigen. Genau darüber reden wir heute. Warum sollten wir diesen Begriff Verschwörungstheorie eigentlich kritisch hinterfragen? Welche Rolle spielt die gezielte Kontrolle von Informationen wirklich in unserem Alltag? Lasst uns zusammen herausfinden, wie wir echte kritische Reflexion von gezielter Manipulation unterscheiden können. Vielleicht hast du schon mal von dem Illuminati gehört. Ursprünglich waren sie eigentlich ganz anders, als man heute denkt. Gegründet wurden sie nämlich als eine aufklärerische Bewegung, um gegen die damaligen Machtstrukturen von Kirche und Adel zu kämpfen. Eigentlich ziemlich fortschrittlich, oder? Aber genau diese radikalen Ideen haben sie ziemlich schnell zu Feinden gemacht, weil sie den Mächtigen damals einfach gefährlich wurden. Und genau hier wird es spannend, weil die Illuminati im Geheimen agierten und dabei viele Symbole und versteckte Zeichen nutzten, wurde ihre Arbeit schnell missverstanden oder bewusst falsch dargestellt. Plötzlich galten sie nicht mehr als mutige Vordenker, sondern als dunkle Verschwörer, die angeblich die Welt übernehmen wollten. Genau diese Art von Missverständnissen prägt bis heute, wie wir über Verschwörung und geheime Gesellschaften denken. Ein gutes Beispiel dafür ist der Flughafen von Denver. Vielleicht hast du schon von den seltsamen Gerüchten gehört, die sich drum drehen. Dort gibt es tatsächlich ungewöhnliche Bauweisen und versteckte unterirdische Ebenen. Genau solche Eigenheiten lassen viele Menschen spekulieren, dass hier etwas Größeres, etwas Geheimnisvolles verborgen liegt. Aber nicht nur das Bauwerk an sich, sondern auch die auffällige Kunst und die seltsamen Symbole im Flughafen tragen dazu bei, dass Verschwörungstheorien entstehen und verbreitet werden. Wenn man dann noch von angeblichen geheimen Bunkeranlagen hört, in denen die Mächtigen der Welt im Krisenfall Schutz suchen könnten, ist der Nährboden für Spekulation perfekt vorbereitet. Solche modernen Beispiele zeigen, wie schnell aus realen Eigenheiten und unklaren Hintergründen große Theorien entstehen können. Aber warum verbreiten sich Verschwörungstheorien eigentlich so schnell? Interessanterweise zeigt sich, dass soziale Strukturen oft selbst dann kollaborieren können, wenn die Bedingungen ideal erscheinen. Ein bekanntes Experiment, das Universum-25-Experiment, hat genau das bewiesen. Obwohl die Mäuse dort alles hatten, Nahrung, Sicherheit, Platz, kollabierten ihre sozialen Strukturen und die Gemeinschaft brach auseinander. Das zeigt deutlich, wie wichtig kritische Reflexion in einer Gesellschaft ist. Gerade in einer Überflussgesellschaft neigen wir dazu, alles einfach hinzunehmen und uns wenig Gedanken zu machen. Dadurch entsteht ein gefährliches Muster der sozialen Isolation, das wiederum die Bereitschaft erhöht, einfache Erklärungen und Verschwörungstheorien zu akzeptieren. Solche psychologischen und gesellschaftlichen Mechanismen erklären, warum so viele Menschen auf scheinbar absurde Theorien aufspringen und diese bereitwillig glauben. Es ist also gar nicht so überraschend, dass viele von uns sich leichter steuern lassen, als wir glauben wollen. Tatsächlich akzeptieren viele Menschen bewusst oder unbewusst die Kontrolle durch Eliten und Institutionen, weil es einfacher und bequemer ist. Sicherheit und Komfort scheinen dabei oft wichtiger zu sein als echte Freiheit und Selbstbestimmung. Diese Manipulation geschieht nicht nur politisch, sondern auch wirtschaftlich. Finanzsysteme und Krisen spielen dabei eine zentrale Rolle. Immer wieder zeigt sich, dass Krisen gezielt genutzt werden, um neue Kontrollmechanismen einzuführen oder bestehende Machtstrukturen zu stärken. Genau diese Dynamik sorgt dafür, dass viele Menschen sich gar nicht mehr trauen, kritischer nachzudenken oder gegen die Steuerung anzukämpfen. Dadurch entsteht ein gefährlicher Kreislauf, in dem wir als Gesellschaft zunehmend abhängig und kontrollierbar werden. Jetzt lasst uns mal ein bisschen größer denken, nämlich global. Wenn wir mal genauer hinschauen, dann merken wir schnell, auf dieser Welt läuft kaum etwas zufällig ab, vor allem nicht in der Politik. Da gibt es ganz klare Interessen und gezielte Manipulation hinter den Kulissen. Ein super Beispiel dafür ist der Nahe Osten mit dem berühmten großen Nahostprojekt. Vielleicht habt ihr davon gehört. Hier geht es vor allem um Kontrolle von Ländern, Kontrolle von Völkern und natürlich ganz wichtig, Kontrolle von Ressourcen, Öl, Gas, seltene Erden.
Wer das alles kontrolliert, der hält die ganze Welt in der Hand. Die großen Mächte spielen dieses Spiel seit Jahrzehnten perfekt. Sie schaffen Krisen, fördern bestimmte Gruppen, destabilisieren ganze Länder, einfach nur um ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Dabei werden Grenzen neu gezogen und Regierungen nach Lust und Laune ausgetauscht. Klar, auf der Oberfläche erzählen sie uns, es geht um Demokratie, Frieden und Freiheit, aber im Hintergrund dreht sich fast alles nur um Geld und Macht. Und am Ende stehen dann immer dieselben Fragen im Raum. Wer profitiert davon? Wer bezahlt eigentlich den Preis dafür? Richtig geraten. Wir normale Menschen, die oft gar nicht genug hinschauen oder hinschauen wollen. Genau das macht politische Kontrolle auch so gefährlich, weil sie meistens so gut getarnt ist, dass wir gar nicht merken, wie stark sie unser Leben eigentlich beeinflusst. So, jetzt wird's richtig spannend. Wir tauchen ein in die Welt der Technologie und künstlichen Intelligenz. Und ja, ich weiß, das klingt erstmal futuristisch und wie Science Fiction, aber ich verspreche euch, das ist alles schon Realität. Die meisten denken dabei KI an Chatbots oder irgendwelche schlauen Sprachassistenten. Aber was wäre, wenn ich euch sage, dass es eine künstliche Intelligenz gibt, die still und heimlich 21 Billionen Dollar an Vermögen verwaltet? Ja, richtig gelesen. Billionen mit B. Die Rede ist von Aladdin. Nicht der mit dem fliegenden Teppich, sondern ein knallhartes System, das von einer Firma namens BlackRock entwickelt wurde. Diese KI analysiert gigantische Datenmengen aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und trifft auf dieser Basis Entscheidungen, die ganze Märkte beeinflussen. Und jetzt mal ehrlich, wenn eine einzige KI entscheidet, wo Billionen investiert werden, dann bestimmt sie doch auch, was wächst, was stirbt und wo wir morgen unsere Jobs verlieren oder unsere Miete nicht mehr zahlen können. Oder? Und das Krasse ist, wir merken das oft gar nicht. Wir denken, der Markt regelt sich irgendwie selbst, aber in Wahrheit sitzen da Algorithmen, die genau wissen, wie sie uns beeinflussen können, ohne dass wir es merken. Werbung, Finanzsysteme, sogar politische Entscheidungen. Alles wird immer stärker von Technologie gelenkt. Und je mehr wir uns auf diese Systeme verlassen, desto mehr geben wir unsere Kontrolle ab. Ob wir das wollen oder nicht. Also ja, KI ist faszinierend, aber auch verdammt gefährlich, wenn sie nur von wenigen kontrolliert werden, die keiner von uns gewählt hat. Wenn wir mal nicht nur zurück, sondern auch vorn schauen, dann merken wir ziemlich schnell, da braut sich was zusammen. Und zwar nicht irgendwo weit weg, sondern direkt vor unserer Nase, in unserer Gesellschaft. Ein riesiges Thema, über das kaum einer gerne redet. Immer weniger Menschen bekommen Kinder und das ist kein Zufall. Früher hatten Familien 5, 6, manchmal 10 Kinder. Heute sind es oft 0 oder vielleicht 1. Und wenn du jemanden fragst, warum, kommt meist sowas wie, ey, wie soll ich mir das leisten? Oder ich will erstmal mein Leben leben. Und ja, verständlich. Aber wenn das Millionen gleichzeitig sagen, dann passiert etwas, das viele gar nicht auf dem Schirm haben. Die Gesellschaft altert brutal schnell. Und das bringt riesige Probleme mit sich. Rentensysteme kollabieren, der Arbeitsmarkt kippt, Pflege wird unbezahlbar. Und die wenigen jungen Menschen stehen dann einer Masse von Rentnern gegenüber ohne Plan, wie man das stemmen soll. Das ist keine düstere Prophezeiung, das ist einfach Mathematik. Was noch dazu kommt, viele haben das Gefühl, dass sie keinen Einfluss mehr auf das Große haben. Das lähmt. Warum noch Familie gründen? Warum Verantwortung übernehmen, wenn man denkt, dass die Welt den Bach runtergeht? Und genau hier wird es gefährlich. Wenn wir die Hoffnung verlieren, verlieren wir auch die Zukunft. Wir müssen also echt aufpassen. Nicht nur auf die großen politischen oder technologischen Entwicklungen, sondern auch auf das, was sie mit unserem Denken machen. Sonst bauen wir irgendwann eine Welt, in der keiner mehr leben will. Oder schlimmer, in der keiner mehr übrig ist, der es überhaupt könnte. Jetzt wird es richtig abgefahren und irgendwie auch unheimlich. Denn wenn wir über Verschwörung reden, dann dürfen wir eins nicht vergessen. Es gibt Dinge, die sind nicht bloß Theorien. Die wurden tatsächlich gemacht von Regierungen, von Geheimdiensten und meistens hinter verschlossenen Türen. Nehmen wir zum Beispiel die USA, genauer gesagt die CIA. In den 70ern ist ein Projekt öffentlich geworden, die sich MK Ultra nannte. Klingt wie ein Sci-Fi-Film, aber war echt. Ziel war es, Menschen durch Drogen, Hypnose und psychologische Manipulation zu kontrollieren. Kein Witz. Da wurden Leute mit LSD vollgepumpt, ohne dass sie wussten, was mit ihnen passiert. Und das Ganze lief unter dem Deckmantel Kampf gegen den Kommunismus. Die Wahrheit? Sie wollen herausfinden, wie man Menschen komplett umprogrammieren kann. Aber das war noch nicht alles. In anderen Programmen wie Stargate wurden sogenannte Remote Viewer eingesetzt. Also Menschen, die mit übersinnlichen Fähigkeiten angeblich Orte, Personen oder sogar Ereignisse sehen konnten, ohne physisch anwesend zu sein. Klingt verrückt? Klar. Aber es wurden Millionen investiert. Und das über Jahre. Die Frage ist nicht nur, hat das funktioniert, sondern warum haben sie so viel daran geglaubt? Und wie bei so vielen dieser Programme gilt,
Erst Jahrzehnte später kommt bruchstückweise was ans Licht. Der Rest bleibt geheim, wird unter Verschluss gehalten oder als Verschwörung abgetan, damit niemand weiterfragt. Also ganz ehrlich, wenn solche Dinge in der Vergangenheit wirklich passiert sind, was läuft dann heute alles, ohne dass wir es wissen? Und was davon wird man uns in 30 Jahren erzählen, wenn es längst zu spät ist? Okay, jetzt lehnen wir uns mal ein bisschen zurück und schauen aufs große Ganze. Weil, wenn wir ehrlich sind, diese Welt hier, unser Leben, das alles, das wirkt manchmal ziemlich zerbrechlich, oder? Ein kleiner Impuls, ein einzelnes Ereignis und plötzlich ist alles anders. Und genau darüber reden einige schon seit Jahrzehnten. Manche nennen es Prophezeiung, andere einfach nur unangenehme Wahrheit. Da gibt es zum Beispiel diese Theorie von riesigen Naturkatastrophen, plötzliche Polarverschiebungen oder kosmische Ereignisse, die alles auf den Kopf stellen könnten. Und klar, manche davon klingt erstmals nach Hollywood, aber vieles basiert auf echten wissenschaftlichen Daten. Nur wird eben kaum darüber gesprochen. Oder besser gesagt, nicht wirklich ernst genommen, bis es dann zu spät ist. Und das vielleicht gefährlichste an diesen Szenarien ist nicht mal das Ereignis selbst, sondern wie unvorbereitet wir sind. Weil wir glauben, dass schon alles gut gehen wird. Oder schlimmer, weil wir bewusst in Unwissenheit gehalten werden. Nach dem Motto, was du nicht weißt, macht dich nicht verrückt. Tja, oder es macht dich wehrlos. Und dann gibt es da noch diese alte, unangenehme Wahrheit. Der Mensch selbst ist oft das größte Risiko. Kriege, Atomwaffen, Biowaffen, alles real und alles potenziell vernichtend. Und manchmal reicht schon ein einziger Fehler, ein Knopfdruck zur falschen Zeit, ein politisches Ego, das durchdreht. Und dann gibt es kein Zurück. Klingt düster? Vielleicht. Aber es geht nicht darum, Angst zu machen, es geht darum, hinzuschauen. Wachsam zu sein, denn die wirklich gefährlichen Dinge sind oft genau die, über die keiner mehr spricht. So, jetzt tauchen wir mal richtig tief ein in die Vergangenheit. Und ich meine nicht so damals, als wir noch mit Nokia-Handys gespielt haben, sondern wirklich tief. Jahrtausende zurück. Weil je mehr man sich mit alten Kulturen beschäftigt, desto mehr merkt man, da passt einiges einfach nicht ins Bild, das man uns über Geschichte beigebracht hat. Es gibt Orte, Bauwerke, Artefakte, die lassen einen echt mit offenem Mund dastehen. Pyramiden mit einer Präzision gebaut, die selbst heute mit modernster Technik schwer zu erreichen wäre. Riesige unterirdische Anlagen, angeblich tausende Jahre alt, die man ohne GPS und Strom kaum entdeckt hätte. Oder mysteriöse Höhlen mit Schriftzeichen, die gleichzeitig an ägyptische und asiatische Kulturen erinnern, obwohl die eigentlich nie miteinander in Kontakt gewesen sein sollen. Und dann fragst du dich halt, wie kann das sein? Haben wir da vielleicht eine komplette Zivilisation übersehen? Eine, die technisch weiter war, als wir dachten? Eine, die untergegangen ist und deren Spuren wir heute alles unerklärlich abstempeln? Das Problem ist nur, sobald du solche Fragen stellst, landest du schnell in der Verschwörungsschublade. Aber warum eigentlich? Sollte es nicht unser Ziel sein, zu hinterfragen, was wir glauben zu wissen? Vielleicht ist die Geschichte, die man uns erzählt, gar nicht falsch, sondern einfach nur unvollständig. Aber vielleicht, nur vielleicht, steht irgendwo da draußen noch mehr verborgen, das unser ganzes Weltbild über den Haufen werfen könnte. Die Frage ist nur, sind wir bereit, es zu sehen? Kommen wir mal zu einem der unangenehmsten Kapitel überhaupt. Wie Menschen gezielt manipuliert werden. Nicht durch Medien, nicht durch Werbung, sondern durch echte staatliche organisierte Experimente. Und das ist kein Mythos, das ist passiert. Schwarz auf weiß dokumentiert. Das bekannteste Beispiel, MK-Ultra, ein CIA-Programm, das jahrzehntelang im Verborgenen lief. Ziel, Kontrolle über den menschlichen Geist. Was sich anhört wie ein Science-Fiction-Plot, war in Wahrheit bittere Realität. Menschen, viele davon, physisch Kranke, Häftlinge oder ahnungslose Zivilisten wurden mit LSD, Elektroschocks, Hypnose und Isolationstechniken vollgepumpt. Ohne ihr Wissen, ohne Zustimmung. Warum? Um herauszufinden, wie man einen Menschen bricht, neu programmiert, ihn lenkt wie eine Marionette. Und das Schlimmste daran, diese Menschen galten als Testmaterial, als ob sie kein Recht auf Schutz oder Würde hätten. Viele von ihnen haben nie erfahren, was mit ihnen gemacht wurde. Manche sind daran zerbrochen. Aber das ging noch weiter. Es gab auch Experimente, bei denen man Menschen gezielt sozialen Stress aussetzte, Gruppen manipulierte, um zu sehen, wie schnell die Massenverhalten verändern lässt. Was passiert, wenn man Menschen in Angst versetzt? Wenn man sie isoliert, ihnen widersprüchliche Informationen gibt, sie ihr Sicherheit raubt? Die Antwort ist bitter, aber klar. Sie lassen sich formen, spalten, lenken. Und genau deshalb ist das heute noch so aktuell, weil man diese Technik nicht vergessen hat. Sie wurden verfeinert. Psychologie, Verhaltensforschung, Social Engineering, das alles ist mittlerweile Alltag in Werbung, Politik, Sozialen Medien. Es geht nicht mehr nur darum, was du denkst, sondern darum, wie man dich dazu bringt, es zu denken, ohne dass du es überhaupt merkst. Und genau das macht es so gefährlich. Weil du irgendwann nicht mehr weißt, sind das eigentlich noch meine Gedanken? Oder hat sie mir jemand geschickt? So, und jetzt, was machen wir mit all dem? All die Geschichte,
Theorien, echten Enthüllungen, historischen Schieflagen, Manipulation, verborgenen Projekte und merkwürdigen Zufälle. Sie zeigen doch eins ganz deutlich. Diese Welt ist komplizierter, als man uns oft glauben machen will. Und nein, es geht nicht darum, hinter jeder Ecke sofort eine Verschwörung zu sehen. Aber es geht darum, nicht blind durchs Leben zu laufen. Denn ganz ehrlich, die größten Gefahren sind oft nicht die, über die alle schreien, sondern die, über die keiner mehr redet. Und das liegt nicht immer nur daran, dass sie niemand kennt. Manchmal liegt es daran, dass man nicht will, dass du sie kennst. In der Geschichte gab es so viele Momente, wo es fast geknallt hätte. Sei es durch menschliche Fehler, technisches Versagen oder politische Egos. Und oft hatte einfach irgendwer zur richtigen Zeit den richtigen Instinkt und hat damit eine Katastrophe verhindert. Aber sollen wir uns wirklich dauerhaft auf Glück verlassen? Einzige, was uns davor bewahrt, komplett gesteuert oder getäuscht zu werden, ist unser eigenes Denken. Nicht Google, nicht TikTok, nicht der lauteste Influencer, sondern unser innerer Kompass. Unsere Fähigkeit zu sagen, Moment mal, ergibt das eigentlich Sinn? Kritisch zu denken heißt nicht, alles abzulehnen. Es heißt, Fragen zu stellen, auch wenn sie unbequem sind. Und vor allem, es heißt, bereit zu sein, die Wahrheit zu akzeptieren, selbst wenn sie einem nicht gefällt. Denn am Ende ist das vielleicht die unbequemste aller Wahrheit, dass wir selbst Verantwortung tragen dafür, wie wach wir sind und wie frei wir wirklich sein wollen.